Lukas, ich habe ein Problem. Ein großes Problem. Mit Deutsch. Ein Problem mit Deutsch? Das ist doch unser Podcast-Thema. Erzähl mir mehr. Diese kleinen Wörter, diese Präpositionen. Am, im, seit, bis, ab, nach, vor, während. Ich werde verrückt. Keine Sorge, Anna. Viele Deutschlerner haben Probleme mit den Präpositionen. Wann sage ich und wann sage ich am? Wann seit und wann ab? Es ist so kompliziert. Heute lernen wir genau das, Anna. Alle wichtigen Zeitpräpositionen. Einfach, klar und mit vielen Beispielen. Wirklich? Du erklärst mir alles, von Anfang bis Ende? Ja, von Anfang bis Ende, mit Beispielen aus dem Alltag. Du wirst sehen, es ist einfacher, als du denkst. Dann los, ich bin bereit. Rette mich, Lukas. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level A2. Und heute Zeitpräpositionen am, im, seit, bis, ab, nach, vor, während. Los geht's. Anna, wir fangen mit der einfachsten Präposition an. Mit um. Wann benutze ich um? Um benutzt du für genaue Uhrzeiten, für eine bestimmte Stunde, für eine bestimmte Minute. Kannst du mir ein Beispiel geben? Um 8 Uhr stehe ich auf. Um 12 Uhr esse ich zu Mittag. Um 18 Uhr bin ich zu Hause. Um 8 Uhr aufstehen. Um 12 Uhr essen. Um 18 Uhr nach Hause. Das ist einfach. Ja, denk daran. Um plus Uhrzeit. Immer. Keine Ausnahme. Also, um 7 Uhr klingelt der Wecker. Um 20 Uhr schaue ich fern. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Perfekt, Anna. Du hast es verstanden. Nur für Uhrzeiten, nicht für Tage oder Monate? Nur für Uhrzeiten. Für Tage und Monate haben wir andere Präpositionen. Kommen wir zu am. Am, das klingt ähnlich wie aber es ist anders, oder? Ja, ganz anders. Am benutzt du für Tage, für Wochentage, für Daten, für Tageszeiten mit Morgen, Mittag, Abend. Das klingt kompliziert. Kannst du langsam erklären? Natürlich. Beispiel 1. Wochentage. Am Montag arbeite ich. Am Dienstag habe ich Sport. Am Samstag gehe ich feiern. Am Montag arbeiten, am Samstag feiern. Okay, das verstehe ich. Beispiel 2. Daten. Am 1. Mai ist Feiertag. Am 24. Dezember ist Heiligabend. Am 31. Dezember ist Silvester. Auch für Daten. Also am 1. Januar ist Neujahr. Am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit. Ganz genau, Anna. Und Beispiel 3. Tageszeiten. Am Morgen trinke ich Kaffee. Am Mittag bin ich in der Arbeit. Am Abend bin ich müde. Stopp! Das verstehe ich nicht. Am Morgen? Aber morgen ist doch kein Tag. Gute Frage, Anna. Am Morgen, am Vormittag, am Nachmittag, am Abend, das sind Ausnahmen. Man sagt nicht in dem Morgen, sondern am Morgen. Ausnahmen. Ich hasse Ausnahmen. Ich weiß, aber nur 4 Ausnahmen. Morgen, Vormittag, Nachmittag, Abend. Das ist nicht so schlimm. Okay, 4 Ausnahmen. Das kann ich lernen. Also am für Wochentage, für Daten, für Morgen, Vormittag, Nachmittag, Abend. Am Montag, am 15. Mai, am Morgen. Verstanden. Jetzt kommen wir zu im. Das ist für Monate, Jahreszeiten und längere Zeiträume. Im für Monate, also im Januar, im Februar? Genau, im Januar ist es kalt, im Juli ist es warm, im Dezember ist Weihnachten. Im Januar kalt, im Juli warm, im Dezember Weihnachten. Einfach. Im auch für Jahreszeiten. Im Frühling blühen die Blumen, im Sommer gehe ich schwimmen, im Herbst fallen die Blätter, im Winter schneit es. Das ist schön. Im Frühling Blumen, im Sommer Schwimmen, im Herbst Blätter, im Winter Schnee. Perfekt. Und im auch für Jahre. Im Jahr 2020 war Corona. Im Jahr 2025 reise ich nach Spanien. Auch für Jahre? Also im Jahr 2000 war ich geboren. Im Jahr 2030 bin ich vielleicht reich. Vielleicht. Und eine letzte Sache. Im für Tageszeiten? Nein, für Tageszeiten haben wir am.
Also nicht im Morgen, sondern am Morgen, nicht im Abend, sondern am Abend. Genau, Anna, du lernst schnell. Okay, für Uhrzeiten, am für Tage, Daten, Morgen, Mittag, Abend. Im für Monate, Jahreszeiten, Jahre. Perfekt zusammengefasst. Jetzt kommen die schwierigeren, oder? Seit, bis, ab. Ja, aber keine Angst, sie sind auch einfach. Fangen wir mit seit an. Seit. Wann benutze ich das? Seit benutzt du für einen Zeitraum, der in der Vergangenheit begonnen hat und noch immer dauert. Das klingt kompliziert. Kannst du ein Beispiel geben? Schlaf einfach mit mir mit. Seit Montag habe ich Kopfschmerzen. Das bedeutet, die Kopfschmerzen begannen am Montag. Und heute? Heute habe ich noch Kopfschmerzen. Aha, also etwas, das angefangen hat und noch nicht fertig ist. Genau. Seit einer Stunde lerne ich Deutsch. Seit 2021 wohne ich in Berlin. Seit 3 Jahren habe ich einen Hund. Seit einer Stunde lernen. Seit 2021 wohnen. Seit 3 Jahren Hund haben. Du lernst Deutsch seit wann, Anna? Seit 2 Jahren lerne ich Deutsch und es ist immer noch schwer. Aber du machst Fortschritte. Jetzt zu bis. Bis. Das klingt nach Ende. Ja, bis bedeutet, etwas endet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also das Gegenteil von seit? Nicht genau das Gegenteil. Seit ist Anfang, bis ist Ende. Beispiel: Ich arbeite von 9 Uhr bis 17 Uhr. Von 9 Uhr bis 17 Uhr. Das ist ein Zeitraum. Bis Freitag muss ich die Arbeit fertig haben. Bis Dezember bleibt noch Zeit. Bitte warte bis morgen. Bis Freitag fertig. Bis Dezember warten. Bis morgen schlafen. Achtung, bis allein ist nicht komplett. Oft sagen wir bis zu oder bis um. Beispiel: Der Laden ist bis um 20 Uhr geöffnet. Bis um 20 Uhr? Also 2 Präpositionen zusammen? Ja, bis um für Uhrzeiten, bis zum für Tage, bis zum Montag, bis zum Frühling. Okay, das muss ich üben. Jetzt kommen ab. Das ist ähnlich wie bis, aber anders. Wie anders? Ab bedeutet, etwas beginnt zu einem Zeitpunkt und dauert dann. Der Anfang ist wichtig. Also wie seit, aber für die Zukunft? Gute Frage. Ja, oft für die Zukunft. Ab morgen bin ich im Urlaub. Ab nächster Woche lerne ich mehr. Ab morgen Urlaub. Ab nächster Woche lernen. Also etwas, das in der Zukunft beginnt. Genau. Ab Montag arbeite ich weniger. Ab 20 Uhr ist die Party. Ab Sommer wird es warm. Seit ist Anfang in der Vergangenheit, dauert noch. Bis ist Ende in der Zukunft. Ab ist Anfang in der Zukunft. Anna, das war perfekt. Genau so ist es. Wirklich? Ich habe sie alle richtig? Ja, du bist großartig. Jetzt machen wir weiter mit nach. Nach. Das kenne ich. Nach Hause gehen. Ja, nach für Zeit bedeutet später als etwas. Also das Gegenteil von vor? Ganz genau. Nach ist später. Vor ist früher. Kannst du Beispiele geben? Nach der Arbeit gehe ich ins Kino. Nach dem Essen trinke ich Kaffee. Nach dem Urlaub beginnt der Stress. Nach der Arbeit ins Kino, nach dem Essen Kaffee, nach dem Urlaub Stress. Nach einer Stunde komme ich zurück. Nach 3 Tagen war der Schmerz weg. Nach 2020 hat sich viel verändert. Also nach dem Essen gleich später als das Essen. Vor dem Essen gleich früher als das Essen. Perfekt, Anna. Du hast das System verstanden. Eine Präposition fehlt noch. Während. Ja, während ist auch wichtig. Während bedeutet zur gleichen Zeit. Also 2 Dinge passieren gleichzeitig? Genau. Während des Films habe ich geschlafen. Während der Arbeit höre ich Musik. Während des Essens sprechen wir nicht. Während des Films schlafen?
während der Arbeit Musik hören, während des Essens nicht sprechen. Während des Unterrichts ist das Handy aus. Während der Fahrt keine Selfies. Während des Gesprächs schaue ich dich an. Also während gleich eine Aktivität passiert innerhalb einer anderen Aktivität. Ganz genau. Du bist eine gute Studentin, Anna. Danke, Lukas. Aber jetzt bin ich müde. So viele Präpositionen. Keine Sorge, wir machen eine kleine Pause und dann wiederholen wir alles. Jetzt wiederholen wir alle Präpositionen zusammen, Anna. Ich bin bereit. Um für genaue Uhrzeiten. Um 8 Uhr, um 12 Uhr, um 18 Uhr. Um 8 Uhr stehe ich auf. Um 12 Uhr esse ich. Gut. Am für Tage, Daten, Morgen, Mittag, Abend. Am Montag arbeite ich. Am 1. Mai ist Feiertag. Am Morgen trinke ich Kaffee. Sehr gut. Im für Monate, Jahreszeiten, Jahre. Im Januar ist es kalt. Im Sommer gehe ich schwimmen. Im Jahr 2025 reise ich. Perfekt. Seit für Vergangenheit bis jetzt. Seit 2 Jahren lerne ich Deutsch. Seit Montag habe ich Kopfschmerzen. Gut. Bis für Ende in der Zukunft. Bis Freitag muss ich fertig sein. Bis morgen warte ich. Sehr gut. Ab für Anfang in der Zukunft. Ab morgen bin ich im Urlaub. Ab nächster Woche lerne ich mehr. Perfekt. Nach für später. Nach der Arbeit gehe ich ins Kino. Nach dem Essen trinke ich Kaffee. Gut. Vor für früher. Vor dem Essen wasche ich meine Hände. Vor der Arbeit trinke ich Kaffee. Sehr gut. Und während für gleichzeitig. Während des Films habe ich geschlafen. Während der Arbeit höre ich Musik. Anna, du hast alle 9 Präpositionen verstanden. Ich bin so stolz auf dich. Wirklich? Ich habe sie alle richtig? Ja, alle richtig. Jetzt kommen ein paar gemischte Übungen. Ich sage dir Sätze mit Lücken. Du füllst die Lücken. Bereit? Bereit. Blank 9 Uhr gehe ich ins Bett. Um 9 Uhr. Richtig. Blank morgen trinke ich Tee. Am Morgen trinke ich Tee. Richtig. Blank Sommer ist es warm. Im Sommer ist es warm. Richtig. Blank 3 Jahren lerne ich Deutsch. Seit 3 Jahren lerne ich Deutsch. Richtig. Blank Freitag muss ich die Arbeit abgeben. Bis Freitag muss ich die Arbeit abgeben. Richtig. Blank nächster Woche habe ich Urlaub. Ab nächster Woche habe ich Urlaub. Richtig. Blank der Arbeit gehe ich ins Fitnessstudio. Nach der Arbeit gehe ich ins Fitnessstudio. Richtig. Blank dem Essen putze ich meine Zähne. Nach dem Essen oder vor dem Essen? Das ist eine gute Frage. Beides ist möglich. Aber in meinem Satz, blank dem Essen putze ich meine Zähne. Normalerweise putzt man nach dem Essen die Zähne. Ja, also nach dem Essen putze ich meine Zähne. Richtig. Letzte Frage. Blank des Unterrichts ist das Handy aus. Während des Unterrichts ist das Handy aus. Perfekt, Anna. Du hast alle 9 Fragen richtig beantwortet. Wirklich? Ich kann es. Ich habe die Präpositionen verstanden. Ja, du kannst es. Jetzt machen wir eine kleine Geschichte mit allen Präpositionen. Hör zu, Anna. Das ist eine kleine Geschichte über meinen Tag. Eine Geschichte? Ich liebe Geschichten. Um 7 Uhr klingelt mein Wecker. Am Morgen trinke ich zuerst Kaffee. Vor der Arbeit dusche ich. Im Januar ist es dunkel am Morgen. Seit 3 Wochen habe ich einen neuen Job. Bis Freitag muss ich viel lernen. Ab nächster Woche wird es besser hoffentlich. Nach der Arbeit treffe ich Freunde. Während des Treffens lachen wir viel. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Um 22 Uhr schlafen. Am Morgen Kaffee.
Vor der Arbeit duschen. Im Januar dunkel. Seit 3 Wochen neuer Job. Bis Freitag lernen. Ab nächster Woche besser. Nach der Arbeit Freunde treffen. Während des Treffens lachen. Um 22 Uhr schlafen. Perfekt, du hast alle Präpositionen in einer Geschichte gehört. Das ist eine gute Übung. Ich werde meine eigene Geschichte schreiben. Das ist eine tolle Idee, Anna. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Um 8 Uhr, um 12 Uhr, um 18 Uhr. Am für Wochentage, Daten, Morgen, Mittag, Abend. Am Montag, am 1. Mai, am Morgen. Im für Monate, Jahreszeiten, Jahre. Im Januar, im Sommer, im Jahr 2025. Seit für Vergangenheit, bis jetzt, seit Montag, seit 3 Jahren. Bis für Ende in der Zukunft. Bis Freitag, bis morgen. Ab für Anfang in der Zukunft, ab morgen, ab nächster Woche. Nach für später, nach der Arbeit, nach dem Essen. Während für gleichzeitig, während des Films, während der Arbeit. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Schreibt einen Satz mit jeder Präposition, 9 Sätze über euren Tag. Um 7 Uhr wache ich auf, am Morgen frühstücke ich, im Winter ist es kalt, seit einer Woche lerne ich Deutsch. Bis Freitag mache ich meine Hausaufgaben. Ab morgen lerne ich mehr. Nach der Schule spiele ich Fußball. Vor dem Schlafen lese ich ein Buch. Während des Essens rede ich mit meiner Familie. Schreibt eure Sätze in die Kommentare, wir lesen sie alle. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge, was müssen wir tun? Beschreibt euren ganzen Tag mit allen 9 Präpositionen, von morgens bis abends, von bis während. Das ist eine tolle Übung, das mache ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen. Und jetzt gehe ich meine 9 Sätze schreiben. Tschüss zusammen. Tschüss und denkt daran, Übung macht den Meister. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.